groups of natural ingredients, critical problematic aspects of them, and I will also briefly mention the existing certifications for natural cosmetic and the necessity of their existence. Heute werde ich kurz die am häufigsten verwendeten Gruppen natürlicher Inhaltsstoffe darstellen und dann auch kritische, problematische Aspekte dieser Inhaltsstoffe. Ich werde auch kurz die bestehende Zertifizierung für Naturkosmetik und deren Notwendigkeit erwähnen. For a long time, natural cosmetic was a niche in cosmetic market. But in the last few years, we can definitely say that natural cosmetic is a growing trend, and even the biggest conventional brands want to take a part in it. Even though natural products are more and more valued among the customers, we still do not have a real definition of natural product. The reason for that is because in regulation for cosmetic products, a definition for natural cosmetic does not exist at the global level. Thus, anyone can do the criteria of what is natural for them. This is causing a confusion between customers when deciding what product to buy. However, the problem also exists for the formulators when they need to decide what ingredients they are going to use in product to be acceptable in all different criteria. The only way of solving the problem right now is through certification, and even here we have different criteria. But why is the term natural cosmetic so confusing at all? Don't we all know what natural is? Naturkosmetik war lange Zeit eine Nische im Kosmetikmarkt, aber in den letzten Jahren können wir definitiv sagen, dass Naturkosmetik ein wachsender Trend ist und auch die größten konventionellen Marken daran teilnehmen wollen. Auch wenn Naturprodukte bei den Verbrauchern immer mehr geschätzt werden, haben wir noch keine wirkliche Definition eines Naturprodukts. Der Grund dafür ist, dass es in der Regulierung für kosmetische Produkte auf globaler Ebene keine richtige Definition für Naturprodukte gibt. Und somit kann jeder seine eigenen Kriterien erfüllen oder erstellen. Dies führt zu einer Verwirrung zwischen den Verbrauchern bei der Entscheidung, welche Produkte sie kaufen möchten. Das Problem besteht jedoch auch für die Formulierer, wenn sie entscheiden müssen, welche Inhaltsstoffe sie in einem Produkt verwenden, sodass sie alle verschiedenen Kriterien erfüllen. Die einzige Möglichkeit, das Problem derzeit zu lösen, ist die Zertifizierung, und selbst hier haben wir unterschiedliche Kriterien. Aber warum ist der Begriff Naturkosmetik überhaupt so verwirrend? Wissen wir nicht alle, was natürlich ist? Like I mentioned before, there is no united definition of what is natural cosmetic and which are natural ingredients. The answer depends on who you are asking, and this is the reason that I want to put a dot at the end of this definition. I will just enumerate all aspects which you need to take into account when we are deciding which ingredients or product is the most suitable for our needs. The first definition is that natural ingredients can be defined as all ingredients which can be found in nature. This seems like a common sense definition. The second definition is natural is everything that is found in nature and it's not man-made. Be careful, this definition does not allow the usage of plant oils, since they are man-made, for example, with the cold pressing process. And the third definition is natural is everything that is not harmful to life. And of course, there are many, many more possible definitions. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es keine einheitliche Definition darüber, was Naturkosmetik ist und was natürliche Inhaltsstoffe sind. Die Antwort hängt davon ab, wen Sie fragen. Auf diesem Grund werde ich am Ende dieser Definition keinen Punkt setzen. Ich werde nur alle Aspekte aufzählen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir uns für einen Inhaltsstoff oder ein Produkt entscheiden, der am besten für unsere Bedürfnisse geeignet ist. Die erste Definition ist, dass natürliche Inhaltsstoffe als alle Inhaltsstoffe definiert werden können, die in der Natur vorkommen. Und dies scheint eine vernünftige Definition zu sein.
Die zweite lautet, natürlich ist alles, was in der Natur vorkommt und nicht menschgemacht ist. Seien Sie hier vorsichtig, diese Definition erlaubt nicht die Verwendung von Pflanzenölen, da diese beispielsweise im Kaltpressverfahren hergestellt werden. Und die dritte Definition, natürlich ist alles, was nicht lebensschädlich ist. Und dann natürlich gibt es noch viele weitere mögliche Definitionen. Maybe one of the simplest definition is that natural products represent an alternative to conventional cosmetic products. They are mainly composed of ingredients of plant, mineral or animal origin, which are obtained through defined chemical, physical, microbiological, and enzymatic methods. And they are also composed of nature identical ingredients, which are typically synthetic. In the end, this all means that the selection of ingredients is limited, actually very limited in comparison to conventional cosmetic. Vielleicht ist eine der einfachsten Definitionen, dass natürliche Produkte eine Alternative zu herkömmlichen kosmetischen Produkten darstellen. Sie bestehen hauptsächlich aus Inhaltsstoffen pflanzlichen, mineralischen oder tierischen Ursprungs, die durch definierte chemische, physikalische, mikrobiologische und enzymatische Methoden gewonnen werden. Und sie sind auch aus naturidentischen Inhaltsstoffen zusammengesetzt, die typischerweise synthetisch sind. Das alles bedeutet letztendlich, dass die Auswahl an Inhaltsstoffen begrenzt ist, im Vergleich zu herkömmlichen Kosmetika sogar sehr begrenzt. All these different views on natural are the reason that the certification institutions still play an important role in the natural cosmetic sector. From a perspective of a consumer, they are actually the only assurance that a cosmetic product meets standards of a certification institution, and it's not just a good marketing advertisement to achieve better sales. Some markets, like Germany and Europe in general, are highly oriented towards certificates. There are, however, very different standards available, and for the consumers, it's hard to understand all their criteria. On the slide, you can see the most common certification marks. I believe that you know the most of them. Even though these certification bodies have different criteria, they do have some general similarities. All diese unterschiedlichen Ansichten sind der Grund dafür, dass die Zertifizierung der Institutionen im Bereich Naturkosmetik nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Aus Sicht eines Verbrauchers sind sie tatsächlich die einzige Garantie dafür, dass ein Kosmetikprodukt den Standards einer Zertifizierungsstelle entspricht und ist nicht nur eine gute Marketingwerbung, um bessere Umsätze zu erzielen. Einige Märkte, wie zum Beispiel Deutschland und Europa im Allgemeinen, sind stark auf Zertifikate ausgerichtet. Es gibt jedoch sehr unterschiedliche Standards und für den Verbraucher sind alle Kriterien schwer zu verstehen. Auf der Folie sehen Sie die häufigsten Zertifizierungsmarken und ich glaube, dass Sie die meisten von Ihnen auch kennen. Obwohl diese Zertifizierungsstellen unterschiedliche Kriterien haben, weisen sie einige allgemeine Ähnlichkeiten auf. But let's put their criteria aside for a moment and let's ask ourselves, what do we desire from cosmetic products? Since we are all here at ICADA conference for natural cosmetics, I believe that most of us desire natural products. Of course, products also need to have pleasant feeling on the skin. And we also want it to be active, so it really delivers what it claims on the label. Environmental friendly cosmetics is also more and more valued trend. And from my list, the last but not the least, when we are choosing the cosmetic product, we should also thought about our skin physiology and how to maintain healthy properties of our biggest organ. Und fragen wir uns eigentlich, was wir von kosmetischen Produkten erwarten.
Da wir alle auf der ICADA-Konferenz für Naturkosmetik sind, glaube ich, dass die meisten von uns Naturkosmetik wollen. Natürlich müssen Produkte ein angenehmes Gefühl auf unserer Haut hinterlassen, da sensorische Aspekte immer wichtig sind. Wir möchten, dass es aktiv ist, also es liefert wirklich das, was auf dem Etikett behauptet wird. Auch umweltfreundliche Kosmetik ist immer ein beliebterer Trend. Darüber hinaus sollen Produkte für unsere Haut physiologisch verträglich sein. Daher sollten wir bei der Auswahl des kosmetischen Produkts auch über unsere Hautphysiologie nachdenken und wie wir die gesunden Eigenschaften unseres größten Organs erhalten können. For that last one, we need to know a bit of our skin's function and composition. Like I said, skin is the largest organ of human body and it accounts for approximately 16% of total body weight and has a lot of important functions that maintain our health. It serves us as a barrier between the body's internal organs and the external environment, as it limits transepidermal water loss, reduces the absorption of chemicals from the environment, provides protection against external agents, mechanical, chemical, and microbial agents, and also ultraviolet radiation, and regulates body temperature. Skin structure is very complex, as you can see on the picture, and it consists of three diverse structural and functional layers: the epidermis, dermis, and subcutaneous tissue. For cosmetology, the most important layer is epidermis, which is also the most important layer regarding the barrier function of the skin. Dazu müssen wir ein wenig über die Funktionen und die Zusammensetzung unserer Haut wissen. Wie ich bereits sagte, ist die Haut das größte Organ des menschlichen Körpers. Sie macht ungefähr 16% des gesamten Körpergewichts aus und hat viele wichtige Funktionen, die unsere Gesundheit erhalten. Es dient als Barriere zwischen den inneren Organen und der äußeren Umgebung, da die Haut den transepidermalen Wasserverlust begrenzt, die Absorption von Chemikalien aus der Umwelt verringert, Schutz vor äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel mechanische, chemische und mikrobielle Einwirkungen sowie UV-Strahlung bietet und reguliert Körpertemperatur. Die Hautstruktur ist sehr komplex, wie wir hier auf dem Bild sehen können. Es besteht aus 3 verschiedenen strukturellen und funktionellen Schichten, der Epidermis, der Dermis und dem subkutanen Gewebe. Für die Kosmetologie ist die wichtigste Schicht die Epidermis, die äußerste Schicht der Haut, die auch die wichtigste Schicht hinsichtlich der Barrierefunktion der Haut ist. To present the structure of epidermis more vividly, it's like a brick wall. Corneocyte cells in the upper layers of the epidermis are the bricks in the picture, and the mortar between them are intercellular lipids composed of fatty acids, cholesterol, ceramide, etc. To maintain this amazing wall of bricks and mortar, our skin needs not too aggressive products that are in physiologically acceptable pH range, which is approximately from 4.7 to 5.5. Now, with all that knowledge about our skin, let's take a look at some most common groups of ingredients in natural skincare. Die Struktur der Epidermis anschaulicher darzustellen, es ist wie eine Mauer. Konozyten bzw. Hornzellen, Zellen in den oberen Schichten der Epidermis, sind die Bausteine auf dem Bild und der Mörtel zwischen ihnen sind interzelluläre Lipide, die aus Fettsäuren, Cholesterin, Ceramiden und so weiter bestehen. Um diese erstaunliche Wand aus Ziegel und Mörtel zu erhalten, braucht unsere Haut keine zu aggressiven Produkte, die sich in einem physiologisch akzeptablen pH-Bereich befinden, der ungefähr zwischen 4,7 und 5,5 liegt. Lassen Sie uns nun mit allem Wissen über unsere Haut einige der häufigsten Gruppen von Inhaltsstoffen in der natürlichen Hautpflege betrachten.
Even though I am a true supporter of natural cosmetic, I'll begin the slide with an often neglected fact about natural ingredients. Because not all ingredients that comes from nature are the best choice for our skin or hair. This is soda. You can find millions and millions DIY recipes, opinions, testimonials that is a great natural ingredient that is widely used in deodorants and also in other cosmetic products. You can treat acne with it, use it as a shampoo, and so on and so on. So, soda sounds very natural, but chemically speaking, this is a sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate. It does occur in nature, but daily used soda is typically produced via Solvay process. We can now discuss if soda is natural ingredient at all, but even more important question that I can see here is if soda is actually good for our skin. pH value of saturated solution of soda is 8 to 9. Now think about that physiological pH value of our skin. This is the reason that to sensitive skin, soda can be too aggressive and can cause a rash. It can be mild or severe. It can also develop after years of soda usage. If we also take into account that deodorants are mostly formulated with larger percentage of essential oils, this is at the end a very questionable formulation and from a lot of aspects not natural, definitely not natural to our skin. Auch wenn ich ein echter Befürworter von Naturkosmetik bin, beginne ich die Folie mit einer oft vernachlässigten Tatsache über natürliche Inhaltsstoffe. Nicht alle Inhaltsstoffe aus der Natur sind die beste Wahl für unsere Haut oder Haare. Schauen wir uns ein sehr häufiges Beispiel an, das viele von Ihnen sicherlich kennen. Das ist Waschsoda. Sie können Millionen DIY-Rezepte, Meinungen, Zeugnisse finden, das ein großartiger, natürlicher Inhaltsstoff ist und in Deos und auch in anderen kosmetischen Produkten weit verbreitet ist. Sie können Akne mit Waschsoda behandeln, es als Shampoo verwenden und so weiter. Soda klingt also sehr natürlich, aber chemisch gesehen ist es Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat. Es kommt zwar in der Natur vor, aber das täglich verwendete Soda wird typischerweise nach dem Solvay-Verfahren hergestellt. Wir könnten jetzt diskutieren, ob es überhaupt ein natürlicher Inhaltsstoff ist, aber eine noch wichtigere Frage hier ist, ob Soda gut für unsere Haut ist oder nicht. Der pH-Wert einer gesättigten Natriumcarbonatlösung beträgt 8 bis 9. Denken Sie nun an den physiologischen pH-Wert unserer Haut und das ist der Grund, warum so empfindliche Haut Soda zu aggressiv sein und einen Hautausschlag verursachen kann. Es kann mild oder schwer sein, es kann sich auch nach Jahren des Sodakonsums entwickeln. Wenn wir auch berücksichtigen, dass Deos meist mit einem größeren Prozentsatz an ätherischen Ölen formuliert sind, ist dies am Ende eine sehr fragwürdige Formulierung und in vielerlei Hinsicht nicht natürlich, definitiv nicht natürlich für unsere Haut. Another similar example used by humans from ancient times is cold processed soap. Because we mix triglycerides that act as a weak acid with strong base, usually sodium hydroxide, the final product is slightly basic with a pH saturated solution from 8 to 9. Poorly made soap may also contain leftovers of sodium hydroxide, and the saturated solution can in this case go up to pH 10. So, whenever you are interested in a natural ingredient, you should not just think about its naturalness. You should also think about its compatibility with your skin. Ein weiteres ähnliches Beispiel, das Menschen seit der Antike verwenden, ist im Kaltverfahren hergestellte Seife. Da wir Triglyceride, die als Schwächesäure wirken, mit starker Base, normalerweise Natriumhydroxid, mischen, ist das Endprodukt mit einer pH-gesättigten
Lösung von 8 bis 9 leicht basisch. Schlecht hergestellte Seife kann auch Reste von Natriumhydroxid enthalten und der pH-Wert der gesättigten Lösung kann in diesem Fall auf 10 steigen. Wenn Sie also an einem natürlichen Inhaltsstoff oder einem natürlichen kosmetischen Produkt interessiert sind, sollten Sie nicht nur an dessen Natürlichkeit denken, sondern auch an die Kompatibilität mit der Haut. When choosing new ingredients, I also cannot emphasize enough that it is very important to look through available literature to get the feeling of the ingredient, to get to know the ingredient, to gain knowledge about the right content of the ingredient in the formulation and about effects that we can expect from it. But sometimes are even scientific researchers wrong. And that can cause a lot of damage. A good example of this misinterpretation is the research of raspberry oil. A few years ago, information that raspberry oil acts as an amazing UV protectant circled around the world. But the data in the research were sadly wrongly understood. Even though the information about the good UV filter was so popular that even today we can find different DIY recipes for homemade sun creams with raspberry oil. Bei der Auswahl neuer Inhaltsstoffe kann ich nicht genug betonen, dass es sehr wichtig ist, die verfügbare Literatur zu durchsuchen, um das Gefühl zu bekommen, den Inhaltsstoff kennenzulernen, Kenntnisse über den richtigen Gehalt des Inhaltsstoffs in der Formulierung und über die von uns erzielten Wirkungen zu erlangen. Aber manchmal sind sogar wissenschaftliche Forschungen falsch oder falsch interpretiert und können viel Schaden anrichten. Ein gutes Beispiel für diese Fehlinterpretation ist die Erforschung von Himbeeröl. Vor einigen Jahren wurde auf der ganzen Welt bekannt, dass Himbeeröle als erstaunlicher UV-Schutz wirken, aber die Daten in der Forschung wurden leider falsch verstanden. Doch die Informationen über gute UV-Filter waren so beliebt, dass wir auch noch heute DIY-Rezepte für hausgemachte Sonnencremes mit Himbeeröl finden können. Now we can move to more pleasant topic, proven and beneficial cosmetic effects of natural ingredients. Ingredients of natural origin are actually a cornerstone of cosmetic products, natural as well conventional. For example, glycerol, one of the most effective moisturizers, vitamin E as an antioxidant, vegetable oils as emollients, and so on. We know cosmetically active ingredients with tonic, antimicrobial, anti-inflammatory activity, and many more. Their benefits are unquestionable, particularly in dermal and environmental aspects. However, it is our responsibility to use them safely and to use them in the most beneficial way possible. With these words, I want to say that it is a responsibility of every formulator to use cosmetically active ingredients in their proven active concentration. Und jetzt können wir zu einem angenehmen Thema übergehen. Nachgewiesene und vorteilhafte kosmetische Wirkungen natürlicher Inhaltsstoffe. Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs sind eigentlich ein Eckpfeiler natürlicher und konventioneller kosmetischer Produkte, zum Beispiel Glycerin, einer der wirksamsten Feuchtigkeitsspender, Vitamin E als Antioxidants, Pflanzenöle als Emollients und so weiter. Wir kennen kosmetische Wirkstoffe mit tonisierender, antimikrobieller, entzündungshemmender Wirkung und so weiter. Ihre Vorteile sind unbeschreibbar, insbesondere in Bezug auf Haut- und Umweltaspekte. Es liegt jedoch in unserer Verantwortung, sie sicher und auf die bestmögliche Weise zu verwenden. Mit diesen Worten möchte ich sagen, dass es in der Verantwortung jedes Formulierers liegt, kosmetische Wirkstoffe in ihren nachgewiesenen Wirkstoffkonzentrationen zu verwenden. A great example of amazing but poorly used natural ingredients are ceramides. Ceramides are the main
intercellular lipids of the stratum corneum and are crucial for proper organization of lipid lamellar phases. In cosmetics, they are used as emollients for skin with an impaired lipid barrier function. Based on scientific research, concentrations below 0.2% of ceramides in formulation are ineffective in establishing a normal barrier function or maintaining proper skin moisture. Sadly, you can also find products that contain an advertised ceramides in their formulation in concentrations as low as 0.00001%. Ein gutes Beispiel für großartige, aber schlecht verwendete natürliche Inhaltsstoffe sind Ceramide. Sie sind die interzellulären Lipide der Hornschicht, das heißt Stratum corneum, und entscheidend für die ordnungsgemäße Organisation der lamellaren Lipidphasen. In der Kosmetik werden sie als Emollients für Haut mit gestörter epidermaler Barrierefunktion eingesetzt. Basiert auf wissenschaftlichen Untersuchungen sind Konzentrationen unter 0,2% der Ceramide in einer Formulierung unwirksam, um eine normale Barrierefunktion herzustellen oder die richtige Hautfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Leider finden Sie auch Produkte auf dem Markt, die Ceramide in ihrer Formulierung enthalten, in einer Konzentration von nur 0,00001%. In natural cosmetic is another fact about ingredients very important. That is the technological aspect of formulating. When working with ingredients of natural origin, we have to keep in mind that raw materials are very variable. Their quality is not the same with every batch you get. This also means that you can expect compositional variations, which can cause different sensory characteristics of a formulation. In der Naturkosmetik ist eine weitere Tatsache über Inhaltsstoffe sehr wichtig. Das ist der technologische Aspekt der Formulierung. Bei der Arbeit mit Zutaten natürlichen Ursprungs müssen wir berücksichtigen, dass die Rohstoffe sehr unterschiedlich sind und ihre Qualität nicht bei jeder Charge gleich ist. Dies bedeutet auch, dass man Variationen in der Zusammensetzung erwarten kann, die unterschiedliche sensorische Eigenschaften einer Formulierung verursachen können. Here is an example: essential oils. Essential oils are the basic ingredients used for a perfuming of a product or as cosmetically active ingredients to achieve various cosmetic effects. Their composition varies through the number of factors, such as, for example, plant part, time of harvest, weather conditions. Typically, when we talk about the same plant species, the different geographical origin leads to the most distinguished differences in the composition. Hier ist das erste Beispiel, ätherische Öle. Ätherische Öle als Grundbestandteile für die Parfümierung eines Produkts oder als kosmetische Wirkstoffe zur Erzielung verschiedener kosmetischer Wirkungen. Ihre Zusammensetzung variiert durch die Anzahl der Faktoren, wie zum Beispiel Pflanzenteil, Erntezeitpunkt, Wetterbedingungen und so weiter. Wenn wir über dieselbe Pflanzenart sprechen, führen die unterschiedlichen geografischen Ursprünge in der Regel zu den deutlichsten Unterschieden in der Zusammensetzung. Another very important example that shows us problematic of both the plant variability and the lack of standards are plant extracts. They are often used as cosmetically active ingredients on which marketing claims are based. However, there are no cosmetic standards on their composition. Moreover, plant extracts are available in a number of forms: dry extracts, liquid extracts, and so on. However, only poor analytical specifications are often available. Ein weiteres sehr wichtiges Beispiel dafür zeigt uns, dass sowohl die Pflanzenvariabilität als auch Mangel von Standards problematisch sind. Sie werden häufig als kosmetische Wirkstoffe verwendet, auf denen Marketingbehauptungen beruhen.
Es gibt jedoch keine kosmetischen Standards für ihre Zusammensetzung. Außerdem sind Pflanzenextrakte in einer Reihe von Formen erhältlich. Trockenextrakte, Flüssigextrakte und so weiter. Oft sind jedoch nur schlechte analytische Spezifikationen verfügbar. One of the most important parameters for the evaluation of the plant extracts is a drug-to-extract ratio, DER. What does that mean? Let's say that we need to make 1 kilo of rose sheep extract. This extract can be made with 1 kilo of fruits or with 10 kilos of fruits. And of course, that means a huge difference. However, not all analytical specifications of plant extracts define the DER ratio, because, like I already mentioned, there are no standards. Einer der wichtigsten Parameter für die Bewertung der Pflanzenextrakte ist das Droge-Extrakt-Verhältnis, DEV. Was bedeutet das? Hier sehen wir Hagebuttenfrüchte. Nehmen wir an, wir müssen 1 Kilogramm Hagebuttenextrakt herstellen. Dieser Extrakt kann mit 1 Kilogramm Früchten oder mit 10 Kilogramm Früchten hergestellt werden. Und das bedeutet natürlich einen großen Unterschied. Allerdings definieren nicht alle analytischen Spezifikationen von Pflanzenextrakten das DEV-Verhältnis, da es, wie bereits erwähnt, keine Standards gibt. Let us take a look at the example of green tea extract. Green tea extract is one of more common cosmetic ingredients. On the slide, you can see an article about anti-aging activity of the green extract tea. The conclusion of results was that 0.008% of pure undiluted extract does have anti-aging activity. And because of this property, we want to include it in our formulation. Schauen wir uns das Beispiel des Grüntee-Extrakts an. Grünteeextrakt ist einer der häufigsten kosmetischen Inhaltsstoffe. Auf der Folie sehen Sie einen Artikel über die Anti-Aging-Aktivität des Grüntee-Extrakts. Die Schlussfolgerungen der Ergebnisse war, dass 0,008% des reinen, unverdünnten Extrakts eine Anti-Aging-Aktivität aufweisen. Und aufgrund dieser Eigenschaft möchten wir den Grüntee-Extrakt in unserer Formulierung aufnehmen. Here we have an example of a good extract. It contains 5% of the pure extract and it is a bit diluted in glycerol and water. It has a dark brown color, as you can see in the photo. The distributor also provides the content of caffeine, tannins, and some other active components in the extract. The recommended usage is also appropriate. Hier haben wir ein Beispiel für einen guten Extrakt. Er erhält 5% des reinen Extrakts und ist etwas mit Glycerin und Wasser verdünnt. Es hat eine dunkelbraune Farbe, wie Sie auf dem Foto sehen können. Der Händler liefert auch den Gehalt an Koffein, Tanninen und einigen anderen aktiven Komponenten im Extrakt. Die empfohlene Verwendung ist auch angemessen. And here we have an example of another green tea extract. The distributor does not provide any information about the composition. The only information from which you can guess the quality of this extract is color, which is light pink to amber. My conclusion would be that this extract is highly diluted and not properly analyzed. Probably even the distributor does not know the content of plant in the final product. Here, after I saw those two examples, I would strongly recommend that before purchasing any kind of extract, find as much of available data about this ingredient as you can and compare different distributors to see what information about the product you can find from different providers. Und hier haben wir ein Beispiel für einen anderen Grüntee-Extrakt. Der Händler gibt keine Informationen über die Zusammensetzung an. Die einzige Information, anhand derer Sie die Qualität dieses Extrakts erraten könnten, ist die Farbe. Die ist hellrosa bis
bernsteinfarben. Mein Fazit wäre, dass dieser Extrakt stark verdünnt und nicht richtig analysiert wird. Wahrscheinlich kennt sogar der Händler den Inhalt der Pflanze im Endprodukt nicht. Nachdem wir diese beiden Beispiele gesehen haben, würde ich dringend empfehlen, vor dem Kauf eines Extrakts so viele verfügbare Daten wie möglich zu diesem Inhaltsstoff zu finden und verschiedene Händler zu vergleichen, um festzustellen, welche Informationen über das Produkt Sie von verschiedenen Anbietern erhalten können. Another very popular group of extracts in cosmetic are CO2 extracts. Extracts gained with a process known as supercritical fluid extraction. CO2 extracts can contain the same components as plant oils, conventional extracts, or essential oils. They all have the definition extract in their INSI names, and unless you receive information from your supplier about the content of extract, it's hard to guess what is hidden inside the extract. For example, from marigold we can get two different extracts, one from flower and one from seeds. From flowers we get an extract that is similar to classic marigold maceration, and it has typical healing properties. However, if we have an extract from marigold seeds, the composition is completely different, and we actually get a typical marigold seed oil. And to answer on the question on the slide, are CO2 extracts highly potent ingredients or just a good marketing trick? Well, it depends on the extract. If the extract is just a plant oil gained from CO2 extraction, then we should handle with it like with any other plant oil and use it in that way in our formulations. And if our product is like CO2 marigold flower extract, we should use it in properly lowered quantity. Eine weitere sehr beliebte Gruppe von Extrakten in Kosmetika sind auch CO2-Extrakte. Extrakte, die mit einem Verfahren gewonnen werden, bekannt als superkritische Extraktion der Flüssigkeiten. CO2-Extrakte enthalten je nach Pflanzenmaterial und Extraktionsbedingungen die gleichen Bestandteile wie Pflanzenöle, konventionelle Extrakte oder ätherische Öle. Sie haben die Definition Extrakt in ihrem INSI-Namen. Wenn Sie von Ihrem Lieferanten keine Informationen über die Bestandteile erhalten, ist es schwer zu erraten, was im Extrakt verborgen ist. Zum Beispiel, wir können aus Ringelblumen zwei verschiedene Extrakte erhalten. Einen aus Blumen und einen aus Samen. Aus Blumen erhalten wir einen Extrakt, der klassischen Ringelblumenmazeration ähnelt und typische heilende Eigenschaften aufweist. Wenn wir jedoch einen Extrakt aus Ringelblumensamen haben, ist die Zusammensetzung völlig anders und wir erhalten tatsächlich ein typisches Ringelblumensamenöl oder Triterpenalkohole, die für die Wundheilung verantwortlich sind. Um die Frage auf der Folie zu beantworten, sind CO2-Extrakte hochwirksame Inhaltsstoffe oder nur ein guter Marketingtrick? Es hängt von Extrakt ab. Ob der Extrakt nur ein Pflanzenöl ist, das durch CO2-Extraktion gewonnen wird, dann sollten wir damit wie mit jedem anderen Pflanzenöl umgehen und es auf die Weise in unseren Formulierungen verwenden. Und wenn unser Produkt wie CO2-Ringelblumenblütenextrakt ist, sollten wir es in einer angemessenen, geringen Menge verwenden. We've been talking about quantities that are too low for the most of time in this presentation, but the other way around is of course also possible. People usually think that there cannot be too much of something that is good for us, but of course can be. In these examples, we can see a really bad formulation of an antioxidative oil serum. Antioxidants are intriguing substances to which almost miraculous effects on human health and beauty have been attributed. It is a well-known and scientifically accepted fact that they reduce oxidative stress, and as such, they slow or diminish the formation of visual signs of aging. But in larger quantities,
in quantities above the recommended levels, antioxidants can act paradoxically as pro-oxidants and actually increase oxidative stress. Wir haben in dieser Präsentation über Mengen gesprochen, die meistens zu niedrig sind. Aber umgekehrt ist natürlich auch möglich. Die Leute denken normalerweise, dass es nicht zu viel von etwas geben kann, was gut für uns ist. Aber das stimmt nicht. In diesem Beispiel sehen wir eine wirklich schlechte Formulierung für ein antioxidatives Ölserum. Antioxidantien sind faszinierende Substanzen, denen fast wundersame Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und Schönheit zugeschrieben werden. Es ist eine bekannte und wissenschaftlich anerkannte Tatsache, dass sie oxidativen Stress reduzieren und als solche die Bildung visueller Zeichen des Alterns verlangsamen oder verringern. In größeren Mengen, in Mengen über den empfohlenen Mengen, können Antioxidantien paradoxerweise als Prooxidantien wirken und tatsächlich den oxidativen Stress erhöhen. For the end of this presentation, I would like to conclude the most important thoughts we discussed today. As I can see, natural is the only long-term future for cosmetic. It is a trend that I believe will overgrow the conventional cosmetics because people are increasingly aware that we are responsible for our health and the environment in which we live in. But even though natural is our future goal, all ingredients of natural origin shouldn't be blindly considered safe and active. Singular ingredients are important, but also the whole formulation should be composed wisely to have the best possible impact on our skin, without redundant ingredients and with thoughtfully chosen synergetic components. Moreover, when choosing ingredients, we should gain as much knowledge as we can and look on the formulation with a critical eye. At this point, I would also like to invite you to take a look at a new certificate in the cosmetic field, Cosmetically Active, which evaluates all today's aspects and assess the cosmetic product as active, natural, and skin-friendly, and also look at the product as a whole. Am Ende dieser Präsentation möchte ich die wichtigsten Gedanken zusammenfassen. Ich glaube, natürlich ist die einzige mögliche langfristige Zukunft für Kosmetika. Es ist ein Trend, der, wie ich glaube, die konventionelle Kosmetik überwachsen lässt, weil die Menschen zunehmend bewusst werden, dass wir allein für unsere Gesundheit und die Umwelt verantwortlich sind. Immerhin alle Inhaltsstoffe natürlicher Herkunft sollten nicht blind als sicher und aktiv angesehen werden. Individuelle Inhaltsstoffe sind wichtig, aber auch die gesamte Formulierung sollte mit Bedacht zusammengestellt werden, um die bestmögliche Wirkung auf unsere Haut zu erzielen. Ohne überflüssige Inhaltsstoffe und mit sorgfältig ausgewählten synergetischen Komponenten. Darüber hinaus sollten wir bei der Auswahl der Inhaltsstoffe so viel Wissen wie möglich gewinnen und die Formulierung mit kritischem Blick betrachten. An dieser Stelle möchte ich Sie auch einladen, sich ein neues Zertifikat im Bereich Kosmetik, Cosmetically Active, anzusehen, das alle heutigen Aspekte bewertet und das kosmetische Produkte als aktiv, natürlich und hautfreundlich bewertet. Since a lot of you are interested in natural ingredients, and I know that there is a lot of misinformation circling around, I would highly recommend you the publication on the photo. This is the book Modern Cosmetic, and it's the world's most comprehensive book on natural ingredients, written by my colleagues at the Faculty of Pharmacy. And especially for ICADA conference, you can also use a promo code with an 8% discount. Da viele von Ihnen an natürlichen Inhaltsstoffen interessiert sind und ich weiß, dass viele Fehlinformationen im Umlauf sind, würde ich Ihnen das Fachbuch auf dem Foto wärmstens empfehlen. Es geht um Modern Cosmetics, das weltweit umfassendste Fachbuch
über kosmetische Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, das von meinen Kollegen an der Fakultät für Pharmazie aus Ljubljana verfasst wurde. Speziell für die ECADA-Konferenz können Sie einen Gutscheincode mit 8% Rabatt verwenden. I would like to thank you again for your attention, and if you have any additional questions after this presentation regarding the activity of cosmetic ingredients, you can also write to my email or you can just ask me here. Thank you. Ich möchte mich noch einmal bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.